This is the tale of Bilbo Baggins, a hobbit with no idea of the adventures about to befall him, or their consequences. My precious, it must know the way out! Burn the trees! Hey und willkommen zu einem brandneuen Spiel. Naja gut, nicht ganz brandneu, aber ein bisschen älter. Zu Der Hobbit, die Vorgeschichte zu Herr der Ringe. Ich habe das Spiel ja schon auf den Game Boy Advance gespielt und das war genauso gut wie, also es war schon besser als jedes andere Game Advance Spiel, und dieses Spiel hier auf den Nintendo GameCube ist nochmal ein paar Ticken besser, muss ich sagen. Und ich liebe diese Geschichte einfach, weil ich finde die Geschichte des Spiels sogar 100-mal besser mit der Grafik als möglich als der Film. Den Film mochte ich ja sehr gerne, weil sie auch gut umgesetzt haben, aber die Filmszenen in dem Spiel fand ich schon ein wenig interessanter, weil die Figuren auch ein bisschen anders gezeichnet waren und so. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ein super Spiel. The Hobbit, The Bride to the Lord's Wings. Starten wir ein neues Spiel. Ich spiele das mit Tastatur und ohne Controller diesmal. Ich hoffe, ich stelle mich da nicht allzu blöde an. Aber ich habe das Spiel schon mal angespielt und ich möchte sagen, es läuft. Es läuft, ja. Und dann sagen wir mal, reden wir nicht um den heißen Brei, sondern hören der guten Geschichte zu. Übrigens, ich habe jetzt alles nochmal eingestellt, also ich habe das Wort schon mal aufnehmen, aber die letzte Aufnahme ist verkackt, weil ich den Untertitel des Spiels nicht mit reingenommen habe, weil ich mir dachte, ja, ich nehme den Untertitel raus und nehme nur die Hälfte des Bildschirms auf. Aber jetzt ist alles besser und alles funktioniert und die Ruckler, die sind normal in dem Spiel, weil, wisst ja, mein Libby. Also reden wir nicht drum rum, zum zweiten Mal und starten das Game und los! Übrigens, das Spiel ist auf Englisch. Ich habe es in Deutsch nicht gefunden. Viel Spaß! In a hole in the ground, there lived a hobbit. Bilbo Baggins was a respected hobbit. He lived a comfortable life and never had any adventures. So Bilbo was rather surprised when Gandalf the wizard invited him on a great adventure. He politely declined. But not before accidentally inviting Gandalf to tea. The next day, Gandalf arrived with 13 hungry dwarves. They ate everything Bilbo had to offer, then sang sad songs and listened to their king, Thorin Oakenshield. At dawn, we begin the quest of Lonely Mountain. We will win back our ancient kingdom under the mountain, reclaim our treasure, and have revenge on the cursed dragon's mouth. King Thorin, you need a burglar to steal into Lonely Mountain. Here he is, Bilbo Baggins. Huh? Oh. Excitable little fellow, but fierce as a dragon in a pinch. Goblins attacking men
and elves. What's this? Well, Baggins, you've dreamt your way into this. You'll have to dream your way out. So, da bin ich wieder und willkommen im Game. Ja, das Spiel ist eigentlich ganz simpel. Man kann steuern, man kann springen, man kann zuschlagen oder Waffe wechseln und ab in den Kampf. Übrigens, der Stock macht übrigens mehr Schaden als das Schwert, was ich ein bisschen unlogisch finde in dem Spiel. Also, aber meistens immer springen und zuschlagen, springen und zuschlagen, springen und zuschlagen. Er trifft einfach den Boss. Gibt's denn das im Schwert? Das ist so eine Urukai. Oder Bilbusmenschen, oder wie auch immer diese Viecher hießen. Übrigens, ich finde, habe ich ja schon mal erwähnt, ich finde die Filmszenen in diesem Spiel richtig nice, weil erstens die Charaktere auch anders aussehen als in den Filmen. Und Thorin und den Charakter Thorin Eichenschild fand ich halt mit weißem Bart und weißen Haaren halt schon immer ein bisschen besser, weil ich das gewohnt bin, dass der weiße Haare besitzt. Und deswegen habe ich das nie Deswegen habe ich das nie verstanden mit, dass der schwarze Haare besitzt in den Filmen. Ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu laut. Ich werde es auch einstellen. Also keine Sorge. 2 Elben haben überlebt. Ein bisschen kacke. Aber oh, okay, was war das denn? Oh, Alter, die Lex sind real. Vor allen Dingen am Anfang, als er gesagt hat, die kämpfen gegen Menschen und Elben. A Man and Elves. Also Männer und Elben. Ja, stimmt aber schon. Die kämpfen hauptsächlich Männer, also. Vor allen Dingen kann man nicht sterben, egal was du tust. Und dann habt ihr keine Leben. Und sind so nur Orks und Goblins. Oh lol, was macht der für einen Stunt, Alter? Muss man die Urukai ausschalten. Oh lol. Explosion ever. Vor allem, alle sind schwächer, die NPCs sind einfach schwächer als ich selber. Gut, ich bin auch der Hauptcharakter. Konnte man hier nicht noch irgendwas gut machen lassen? Oder war schon alles kaputt? Nee, ist alles kaputt. Gehen wir da hoch. Bilbo! Den Charakterdesign von Bilbo finde ich hier im Spiel auch 100-mal besser. Das ist einfach, ja. Gut, er hat eigentlich keine orangen Haare, aber ich finde es gut. Es steht an ihm. It was just a dream. Just a dream. But what an adventure! Despite his fear, something awoke within Bilbo. He wanted to visit distant lands, explore caves, and carry a sword instead of a walking stick. To his own astonishment, Bilbo agreed to go. Ich hoffe, ihr könnt das Spiel verstehen in Englisch. Ich kann es verstehen, weil ich das ganze Spiel in Deutsch kenne. Also daher. You've slept half the morning, Mr. Baggins. That won't convince Thorin that you're a fierce burglar. I'll show him if I have to walk to the east of East and fight the wild wereworms in the last desert. For now, you'll just have to walk to the Green Dragon Inn. The dwarves are waiting. But No time for it, and no time to pack. Just fetch your walking stick. Who knows where you will end up today? Hier fast immer ausrastet mit seinem, ja, sein Gesichtsausdruck.
Der ist immer so cool. Ja, Bilbo, such deinen Spazierstock. Dein Walking Stick. Das war die Innensicht. Wie konnte man noch No mal... time for Achso, that. I need to go meet the dwarves at the Green Dragon Inn. alles klar. Wir sollen so ein Green Dragon. So einen grünen Drachen. Und der Walking Stick, der ist hier drin. So, zack. Da haben wir unseren Spazierstock. Und nun gehen wir mal ein bisschen raus. Ja, bevor ich rausgehe, möchte ich noch ein bisschen was zu dem Spiel erzählen. Ja, nice. Ja, hey, willkommen zurück. Ja, da ist mein Spiel abgestürzt. Nice, ne? Ich glaube, es wird aber öfters wahrscheinlich öfters passieren, dass das Spiel einfach mal so abstürzt. Also werde ich auch wahrscheinlich ein paar Schnitte reinmachen. Also wundert euch nicht, wenn es denn halt in einem anderen Ort ist oder an einer anderen Stelle. So, ich wollte noch erzählen über das Spiel, dass ich jede Folge so 15 bis 20 Minuten aufnehme, je nachdem, wie gerade ein langer Level ist. Und ich glaube, ich habe eigentlich alles schon gesagt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Sprecher in den Englischen nicht so cool wie die in Deutschen. Also ich werde mal ein bisschen nachgucken und dann los jetzt. Ich glaube, ich werde mal die Musik noch ein bisschen zuhören und dann raus. What's this? My pocket has sprouted a hole. Oh, my silver pennies must be scattered all over Hobbiton. Oh mein Gott, ich habe meine Münzen verloren. Silberpennies. Oh Gott, es leckt. Ah, jetzt unser erster Speicherpunkt. Danke, Lex. Lol. Ich überspeichere mal den ersten Stand, weil da eh nichts war. Alter, ich muss hier weg. Warum ist... Lol, was ist denn mit der Stelle los? Ja, manche Stellen ins Spiel, zum Beispiel jetzt läuft es wieder flüssig, manche Stellen ins Spiel sind einfach so krass laggy. Begreife ich manchmal nicht, warum das so ist. Es liegt aber nur an dem Haus hier vorne, wa? Alter, ich will mit ihnen reden. Ach, danke. I was thinking about Bull Roarer Took. You know all about Bull Roarer Took, don't you? Okay. Great. He was quite an adventurous hobbit. Won the Battle of the Greenfields, he did. Knocked the Goblin King's head clean off with a wooden club. Sailed through the air and went right down a rabbit hole. Well, that's where we got the game of golf. So I've heard. Ah, Bull Roarer Took. I wish you young people knew more of your histories. Alter, wie geil ist das denn? Ja, ich muss aus diesem Ort raus. Ich laufe mal weiter, weil... Oh mein Gott, Bilbo, leck doch nicht. Du musst von deinem Haus weg. Das war seucht von Lex. Ah hier, Silberpennies und Mittelerde. Beautiful day, isn't it? Good day, Gamma. I seem to have lost my quilting needle somewhere in town. If you find it, could you please bring it to me? Certainly, Gamma. Und ich würde sagen, ich beende den Part hier bei Gamma, der Hobbit Großmutter. Und wir sehen uns denn in den nächsten Parten wieder. Wie gesagt, es ist immer wichtig, dass ihr das Video bewertet. Ich achte immer auf Bewertungen und achte meistens darauf. Und je nachdem, ob ihr... Alles klar.
Und je nachdem, ob ihr das bewertet, gut bewertet, schlecht bewertet, je nachdem, ob es euch gefällt oder nicht, spiele ich es dann wieder weiter oder nicht. Und das war's dann. Ciao, bis zum nächsten Mal bei der Hobbit.